Pellets aus Stroh. So unscheinbar die kleinen Presslinge auf den ersten Blick auch wirken mögen, bergen sie doch ein bislang ungeahntes Potenzial im Bereich der Bioökonomie. Produziert werden sie regional in Halbenrhein in der Südoststeiermark. Ja, die Südoststeirische Pelletierungsgenossenschaft hat das Ziel, regionale, agrarische, ungenutzte Biomasse in Wert zu setzen und den Menschen in der Region als Wertstoffe zur Verfügung zu stellen. Es sollen aus ungenutzten Reststoffen Wertstoffe generiert werden. Also die Ausgangsmaterialien sind Maisspindel, Stroh, das ist Heu von den Naturschutzwiesen, Landschaftspflegematerial, Spelzen, dann Reststoffe aus der Weinindustrie, also Dresden. Diese Ausgangsstoffe, die zurzeit ungenutzt sind, werden dann zerkleinert und in der Regel pelletiert. Das Hauptgeschäftsfeld ist praktisch die Lohnpelletierung. In diesem Fall kommen die Leute aus der Region, bringen die Rohstoffe, so wie das Stroh, und das wird dann zu den Pellets und zu Pelletsmischungen verarbeitet. Die zentrale Einheit ist praktisch die Pelletieranlage. Sie ist eine Anlage, die für 5 Tonnen in der Stunde gebaut ist. Wir sind ungefähr bei 1,5 bis 2 Tonnen Output. Bevor das Material in die Pelletieranlage kommt, wird es von hinten angeliefert. Es gibt hier 2 Hammermühlen, die zerkleinern das Material. Das kommt dann in diesen Elevator in eine Vormischung. Dieser Vormischer, hier kann man Heißdampf dazugeben. Der Heißdampf, der hat die Eigenschaft, dass er das Material aufweicht und auch in der Hygiene ist es ein großer Vorteil, mit Heißdampf zu arbeiten. Und das heißdampfbehandelte Material kommt dann in die Pelletierung. In der Pelletierung gibt es eine große Matrize und in den Matrizen sind viele Löcher und diese Kollerolen heißen die. Diese Kollerolen drücken das Material durch die Löcher nach außen und dann sollten solche Pellets entstehen. Nach der Pelletierung wird das Material gekühlt. Hier gibt es 2 Kühltürme. Das Material kommt in den Kühlturm und wird, da die Pellets bei der Pelletierung so rund 100 bis 110 Grad haben, müssen sie abgekühlt werden, um haltbar zu sein. Und diese haltbaren Pellets, also diese lagerfähigen Pellets, werden dann hier zwischen den Betonsteinen gelagert und wenn sie nicht lose verkauft werden, gibt es hier eine Big Bag Abfüllung. Hier kann man in den Big Bags abfüllen und das sind für kleinere Einheiten, so ein Big Bag hat so rund 1000 Kilo. Verwendbar sind die fertigen Strohpellets einerseits als Einstreu für verschiedene Ställe, beispielsweise auf Geflügel- oder Pferdebetrieben, mit großen Vorteilen zum Beispiel im Hinblick auf die Tiergesundheit. Weiters können sie auch als ballaststoffreiches Rohfaserfutter für Mastschweine, als erstklassiges Substrat für die Pilzzucht oder als Ersatz für Plastikmulchfolien im Gartenbau dienen. So entstehen bedeutsame Kreisläufe, welche die Bioökonomie auf den Betrieben fördern. Der Bezirk Südoststeiermark im Südosten von Österreich ist der agrarstärkste Bezirk in Österreich, nicht gemessen an der Größe der Betriebe, sondern an der Anzahl der Landwirte und Landwirtinnen. Und für uns ist das Thema Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft ein sehr wichtiges Thema. Wir sind vor kurzem zur Modellregion Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft vom Klima-Energiefonds auserkoren worden und wir haben jetzt eine Zeit lang die Möglichkeit, in verschiedensten Themenbereichen und Maßnahmenbereichen das Thema Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft zu praktizieren und zu zeigen, wie etwas funktioniert. Und diese Maßnahmen sollen dann österreichweit kopierbar und umsetzbar auch sein. Unter Bioökonomie verstehen wir die Nutzung von biologischen Ressourcen unter Berücksichtigung von natürlichen Kreisläufen. Und gerade hier in der Steiermark
bietet sich dieses Konzept der Bioökonomie perfekt an. Wir haben innovative und experimentierfreudige Bäuerinnen und Bauern. Wir haben eine sehr ausgeprägte Forschungslandschaft und eine professionelle Beratung von Seiten der Landwirtschaftskammer. Gemeinsam gelingt es, Wertschöpfung in die Regionen zu bringen, damit auch an diesem Konzept der Bioökonomie die Bäuerinnen und Bauern beteiligt sind. Ich bin überzeugt davon, dass es nur mit dem Konzept der Bioökonomie gelingen kann, ein klimaneutrales Europa auf die Beine zu stellen.